Der Wind trug das Rascheln der welken Blätter durch die schmalen Gassen des Dorfes. Es war Ende Oktober und die Sonne zeigte sich nur noch selten zwischen dicken grauen Wolken. Nebel legte sich früh über die Dächer, kroch in die Gärten und machte die Welt leiser, langsamer, fast unwirklich. In einem abgelegenen Teil des Ortes stand ein altes Haus, halb verborgen hinter Efeu und Brombeersträuchern. Niemand wusste genau, wann es gebaut worden war. Manche meinten, es sei älter als alles andere im Dorf. Die Fenster waren dunkel, die Holzverkleidung verwittert. Ein schmales Gartentor hing schief in den rostigen Angeln und der Weg dorthin war längst von Moos und Laub bedeckt. Clara war schon oft an dem Haus vorbeigegangen. Früher an der Hand ihres Großvaters, später allein, wenn sie nach der Schule einen Umweg machte. Es war nicht so, dass sie sich vor dem Haus fürchtete. Es zog sie vielmehr an wie ein geheimnisvoller Ort in einem Buch. Doch sie hatte nie den Mut gehabt, näher heranzugehen. In diesem Herbst war etwas anders. Clara war für ein paar Wochen wieder im Dorf, um sich von der Arbeit zu erholen. Ihre Großmutter war gestorben, das Haus war leer und Clara hatte beschlossen, dort zu wohnen, wenigstens für eine Weile. Es war ruhig, zu ruhig vielleicht, aber genau das hatte sie gesucht. Kein Lärm, keine Termine, nur Regen, Nebel und das leise Ticken der Standuhr im Flur. In der ersten Woche geschah nichts Besonderes. Sie ging spazieren, las Bücher, trank Tee am Fenster. Der Regen fiel oft stundenlang, manchmal in feinen Schleiern, manchmal schwer und laut. Nachts hörte man das Heulen des Windes, das Klopfen der Äste an die Scheiben. Am achten Tag jedoch wachte sie früher auf als sonst. Es war noch dunkel, aber sie hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Sie stand auf, schob den Vorhang zur Seite und sah hinaus. Der Nebel war dichter als sonst, beinahe milchig. Die Straße war nicht zu erkennen, selbst die Laterne gegenüber war nur ein schwacher Lichtfleck. Clara ging in die Küche, machte sich Kaffee und versuchte das Unbehagen abzuschütteln. Es war nichts weiter als ein seltsamer Traum, sagte sie sich. Wahrscheinlich hatte sie einfach zu spät gegessen. Doch als sie sich an den Tisch setzte, sah sie auf der Fensterbank etwas liegen, das vorher nicht dort gewesen war. Ein kleines, ledergebundenes Notizbuch. Der Einband war abgenutzt, die Ecken eingerissen. Sie nahm es vorsichtig in die Hand, blätterte es durch. Die Seiten waren leer, bis auf eine. Dort stand in krakeliger Schieferschrift: „Du hast es gesehen. Nun wird es dich sehen." Sie ließ das Buch fallen. Ein Luftzug durchzog den Raum, obwohl kein Fenster geöffnet war. Der Kaffee schmeckte bitter. Den Rest des Tages verbrachte Clara damit, sich zu beruhigen. Vielleicht hatte sie das Buch selbst irgendwo im Haus gefunden und vergessen. Vielleicht hatte sie es früher einmal dort hingelegt. Doch egal, wie sehr sie nach einer Erklärung suchte, sie fand keine. Am Abend zündete sie eine Kerze an und setzte sich in den alten Sessel ihrer Großmutter. Das Notizbuch lag auf dem Tisch, als würde es auf sie warten. Sie zwang sich, es erneut in die Hand zu nehmen. Keine weiteren Worte waren hinzugekommen. Aber die Schrift auf der einen Seite schien dunkler geworden zu sein. Oder täuschte sie sich? In der Nacht träumte Clara von einem Wald. Die Bäume waren kahl, die Luft feucht. Schritte hallten auf dem nassen Laub, doch sie sah niemanden. Sie hörte ein Flüstern, undeutlich, bruchstückhaft. Sie wachte schweißgebadet auf, das Herz raste. Das Fenster im Schlafzimmer stand offen. In den nächsten Tagen wiederholte sich das Muster. Morgens lag das Notizbuch an einem anderen Ort, mal auf dem Küchentisch, mal auf der Treppe, einmal sogar auf dem Kissen neben ihrem Kopf. Immer noch war nur dieser eine Satz darin, aber er wirkte nun fast lebendig, als würde er sie beobachten. Der Wind schien lauter zu werden, der Nebel dichter. Die Uhren im Haus gingen unterschiedlich, als wäre die Zeit selbst durcheinander geraten. Einmal hörte sie Schritte auf dem Dachboden, obwohl sie allein war. Als sie nachsah, fand sie nur Staub und Spinnweben und ein altes Fotoalbum. Sie blätterte es durch. Die Bilder waren vergilbt, manche zerkratzt, doch auf einem Foto erkannte sie den Garten hinter dem alten Haus und dort im Hintergrund ein Mädchen mit Zöpfen. Es war Clara, da war sie sicher. Aber das Foto war datiert auf ein Jahr, in dem sie noch gar nicht geboren war. Clara schloss das Fotoalbum und legte es langsam auf den Tisch zurück. Ihr Herz pochte schneller, nicht nur wegen des Bildes, sondern wegen der stillen Frage, die sich nun in ihr ausbreitete. War das wirklich möglich? Hatte sie sich geirrt? War es nur eine Ähnlichkeit? Oder spielte ihr Verstand ihr einen Streich? Sie stand auf, ging ans Fenster und sah hinaus. Der Nebel hatte sich kaum gelichtet. Der Garten hinter dem Haus wirkte fremd, obwohl sie ihn kannte.
Die Bäume bewegten sich kaum, als wären sie aus einem anderen Stoff gemacht, schwerer, unbeweglicher. Irgendetwas hatte sich verändert. Nicht plötzlich, sondern schleichend, wie ein feiner Riss im Glas, der größer wird, bis man nicht mehr durchsehen kann. Clara beschloss, an diesem Tag das Dorf zu verlassen, nur für ein paar Stunden. Sie wollte frische Luft, Abstand, vielleicht eine klare Straße ohne Nebel, vielleicht ein Café mit Stimmen, mit Geräuschen, die nicht wie Erinnerungen klangen. Der Bus fuhr nur zweimal am Tag. Sie nahm die spätere Verbindung, stieg an der Haltestelle ein und setzte sich ans Fenster. Der Bus war fast leer. Ein älterer Mann saß weiter vorne, die Schultern gesenkt, die Hände gefaltet. Eine Frau mit grauem Mantel stieg an der nächsten Station zu, setzte sich aber ganz hinten hin. Clara schaute hinaus, aber die Landschaft blieb grau. Selbst die Felder, die sonst grün leuchteten, waren stumpf und farblos. Der Regen begann wieder sanft, gleichmäßig wie ein Hintergrundrauschen. Es war nicht unangenehm, aber auch nicht beruhigend. Es war einfach da, wie der Satz im Notizbuch, wie das Foto. In der kleinen Stadt angekommen, lief Clara ziellos durch die Straßen. Die Geschäfte waren geöffnet, Menschen gingen einkaufen, redeten, lachten. Alles wirkte normal, zu normal. Sie setzte sich in ein Café, bestellte Tee und beobachtete die Kellnerin, die mühelos zwischen den Tischen manövrierte. In der Ecke hing ein Spiegel, alt, mit Flecken am Rand. Clara sah hinein, betrachtete sich selbst, doch für einen kurzen Moment hatte sie das Gefühl, dass ihr Spiegelbild langsamer reagierte als sie. Ein winziger Bruchteil einer Sekunde. Genug, um sie frösteln zu lassen. Sie sah weg, trank den Tee aus und verließ das Café, ohne sich umzudrehen. Auf dem Rückweg im Bus saß wieder derselbe ältere Mann an seinem Platz, die Frau mit dem grauen Mantel auch. Clara runzelte die Stirn. Klar, und es war dieselbe Szene wie auf der Hinfahrt, fast identisch. Dieselben Bewegungen, dieselben Gesten. Sie schloss kurz die Augen und öffnete sie wieder. Doch es blieb so. Wieder im Dorf angekommen, war der Nebel dichter geworden. Sie konnte kaum die Straße sehen. Der Weg zu ihrem Haus wirkte länger, dunkler. Der Schlüssel fiel ihr fast aus der Hand, als sie die Tür aufschloss. Drinnen war es still. Zu still. Kein Ticken der Uhr, kein Knacken der Möbel, nur ihr eigener Atem. Auf dem Küchentisch lag das Notizbuch. Offen. Der Satz war verschwunden. Die Seite war leer. Doch sie roch nach etwas, nach Metall, alt, rostig, als hätte jemand alte Werkzeuge in den Raum gelegt. Clara schlug die anderen Seiten auf. Nichts. Leer. Bis zur letzten Seite. Dort stand nun: Manchmal ist es besser, nicht zurückzukehren. Sie schloss das Buch. Ihre Hände zitterten. Irgendetwas stimmte nicht. Und doch war alles so still, so harmlos. Der Raum war warm, das Licht der kleinen Lampe war weich, aber es fühlte sich an, als wäre sie nicht allein. Sie ging ins Wohnzimmer, legte sich auf das Sofa und deckte sich zu. Vielleicht würde der Schlaf helfen. Vielleicht war alles nur eine Folge der Einsamkeit, der Dunkelheit, des Regens. Vielleicht. Doch der Schlaf brachte keine Ruhe. Wieder fand sie sich im Wald. Die Bäume standen enger, dunkler. Der Boden war nass, matschig. Sie hörte Schritte, spürte einen kalten Hauch im Nacken. Doch sie konnte sich nicht umdrehen. Ihre Beine bewegten sich nicht. Die Angst kroch langsam ihre Wirbelsäule hinauf, leise wie ein kalter Atemzug. Als sie aufwachte, war es noch Nacht. Die Uhr zeigte 3:33 Uhr. Das Fenster war wieder offen. Auf dem Boden lag eine verwelkte Blume. Keine, die sie kannte. Die Blütenblätter waren schwarz, dünn wie Papier. Sie hob sie vorsichtig auf. Sie fühlte sich nicht wie eine Pflanze an, eher wie Asche, gebunden in Form. Am nächsten Morgen regnete es wieder. Der Himmel war so grau wie am ersten Tag. Clara machte sich Tee, versuchte zu lesen, aber ihre Gedanken schweiften ab. Sie dachte an das Notizbuch, an das Foto, an den Wald, und sie dachte an das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie ging nach oben auf den Dachboden. Die Luft dort war trocken, staubig. Der Geruch von alten Büchern, Stoffen und Holz war überall. In der Ecke lag eine Truhe. Sie erinnerte sich nicht, sie je gesehen zu haben. Der Deckel war schwer, ließ sich nur mit Mühe öffnen. Darin lagen Briefe, alt vergilbt in einer Handschrift, die sie nicht kannte. Die Namen sagten ihr nichts. Doch in einem der Briefe stand ein Satz, der sie innehalten ließ: Das Haus vergisst nicht. Sie nahm den Brief mit nach unten, setzte sich an den Küchentisch und las ihn erneut. Er war datiert auf ein Jahr, das lange zurücklag. Der Absender war nicht lesbar, der Empfänger ebenfalls nicht. Doch der Inhalt sprach von Träumen, von Schatten, von einem Ort, der sich veränderte, von einem Haus, das wartete. Den Rest des Tages sprach sie kein Wort, nicht zu sich selbst, nicht zur Stille.
Sie hörte nur den Regen, das Klopfen an die Scheiben, das leise Summen in den Wänden. Als würde das Haus atmen. Langsam, geduldig. In der Nacht schlief sie kaum. Immer wieder hörte sie ein Flüstern. Keine Worte, nur Laute. Manchmal glaubte sie, Schritte zu hören, irgendwo zwischen den Räumen, zwischen den Wänden. Doch wenn sie aufstand, war da nichts. Kein Geräusch, keine Bewegung. Sie fing an, Kerzen in jedem Raum aufzustellen. Nicht, weil der Strom ausfiel, sondern weil sie das elektrische Licht nicht mehr ertrug. Es war zu hell, zu grell. Die Flamme der Kerze war weich, lebendig. Und sie flackerte manchmal, obwohl kein Luftzug zu spüren war. Am folgenden Abend fand sie auf dem Flur eine Zeichnung mit Bleistift auf altem Papier. Es zeigte das Haus, wie es früher ausgesehen haben musste. Doch das Seltsame daran war, das Fenster in ihrem Schlafzimmer war zugemauert. Auf der Zeichnung gab es dort keinen Ausgang, kein Licht. Clara ging sofort nach oben. Das Fenster war da, ganz normal. Aber die Wand um den Rahmen wirkte anders. Der Putz war bröcklig, das Holz dunkler. Sie trat näher heran und streckte die Hand aus. Für einen Moment war es, als spürte sie etwas Kaltes hinter dem Glas, nicht draußen, sondern im Inneren. Sie ging zurück, nahm die Zeichnung, betrachtete sie lange, dann drehte sie um. Auf der Rückseite stand ein Name, nicht ihrer, nicht jemand, den sie kannte. Und doch hatte sie das Gefühl, ihn schon einmal gehört zu haben. Vielleicht in einem Traum, vielleicht in der Dunkelheit. In den nächsten Tagen wich Clara kaum noch vom Fenster. Sie saß oft stundenlang dort, starrte hinaus in das immer gleiche Grau und wartete. Worauf wusste sie selbst nicht. Auf ein Geräusch, ein Zeichen, eine Bewegung im Nebel. Etwas, das erklären würde, warum sich alles so verändert anfühlte, so verschoben, als lebte sie in einer Welt, die nur halb real war. Der Regen hatte sich inzwischen in feinen Niesel verwandelt, der kaum hörbar, aber allgegenwärtig war. Die Tropfen liefen langsam die Scheiben hinunter wie Tränen, lautlos, aber stetig. Clara zählte manchmal die Tropfen, als würde darin ein Muster liegen, ein Rhythmus, der ihr etwas verraten könnte. In ihrem Inneren wuchs das Gefühl, dass das Haus mehr wusste, als es zeigen wollte. Es war nicht feindlich, nicht bedrohlich, zumindest nicht direkt, aber es beobachtete. Das spürte sie inzwischen mit jeder Bewegung, jedem Schritt über die alten Dielen. Wenn sie in einem Raum war, schien der andere zu lauschen. Wenn sie nachts aufstand, knarrte irgendwo eine Tür. Nicht laut, eher wie ein tiefes Ausatmen. Eines Morgens beschloss Clara, wieder auf den Dachboden zu gehen. Die Truhe mit den Briefen ließ sie nicht los. Sie hatte das Gefühl, dass sich dort noch etwas verbarg. Etwas, das sie übersehen hatte. Der Aufstieg war wie immer mühsam. Die Stufen knarrten unter ihren Füßen, der Staub in der Luft war dick und schmeckte nach alter Zeit. Sie öffnete die Truhe erneut langsam, vorsichtig, als könnte sie etwas aufschrecken. Neben den Briefen lagen diesmal auch zwei kleine Notizhefte, die sie vorher nicht gesehen hatte. Die Seiten waren brüchig, die Tinte verblasst. Sie setzte sich auf den Boden, das Licht einer Kerze flackerte auf dem Holzboden. In dem ersten Heft fand sie Einträge, die wie Tagebuchseiten wirkten. Jemand hatte hier gelebt vor langer Zeit. Die Einträge waren datiert, aber ohne Jahreszahlen. Es ging um das Haus, um seltsame Träume, um Geräusche in der Nacht, um ein Fenster, das einmal da gewesen war und dann verschwand. Claras Herz klopfte schneller. Der Text beschrieb das gleiche Zimmer, in dem sie heute schlief. Das Fenster, das auf der alten Zeichnung fehlte, hatte es wohl wirklich eine Zeit lang nicht gegeben. Es war zugemauert worden. Warum, stand nirgends. Nur die wiederholte Bemerkung: Licht ist nicht immer gut. Im zweiten Heft ging es dunkler zu. Die Schrift wurde fahriger, abgehackter. Der Verfasser schrieb über Schatten, die durch die Flure glitten, über eine Tür im Keller, die manchmal offen stand, obwohl sie geschlossen hatte. Clara kannte diese Tür. Sie war ihr nie aufgefallen. Sie hatte den Keller selten betreten. Nur einmal, ganz am Anfang, als sie einzog, hatte sie die untere Etage kurz besichtigt. Seitdem war sie nie wieder dort gewesen. Sie legte die Hefte beiseite, nahm die Kerze und ging die knarrenden Stufen hinab. Der Keller war dunkel, kalt. Der Schalter funktionierte nicht, also blieb nur das Kerzenlicht. Die Flamme zitterte, als sie die Tür öffnete. Die Luft im Keller war schwer, feucht. Der Boden war aus unebenem Stein, Wände aus nacktem Mauerwerk. Regale mit alten Gläsern, Werkzeugen, vergessenen Dingen säumten den Gang. Und am Ende die Tür. Dunkles Holz, kein Griff, nur ein schmaler Spalt, durch den kalte Luft drang. Clara ging langsam darauf zu. Ihre Schritte hallten leise im Raum. Vor der Tür blieb sie stehen, berührte das Holz mit den Fingerspitzen.
Es fühlte sich wärmer an, als es sollte. Nicht wie Holz, sondern wie Haut. Ein Puls, ein Zittern, nur ganz leicht. Sie trat einen Schritt zurück, drehte sich um und verließ den Keller wieder, ohne die Tür zu öffnen. Noch nicht. Sie wollte erst verstehen, mit was sie es zu tun hatte. Am Nachmittag nahm sie erneut die Briefe aus der Truhe. Manche waren unvollständig, andere nur Fragmente. Doch einer weckte ihre Aufmerksamkeit. Er war sorgfältiger geschrieben, lesbar und klar. Der Verfasser sprach darin von einem Kreis, von einer Wiederholung, die sich alle 7 Jahre vollzog. Immer zur gleichen Zeit, im späten Oktober, immer an diesem Ort. Immer mit einem neuen Bewohner. Clara fröstelte. Sie war im Oktober eingezogen. Vor fast 7 Jahren war das Haus leer gewesen. Niemand sprach im Dorf über den vorherigen Bewohner. Als sie damals fragte, hatte man nur vage geantwortet, war ein stiller Mensch, hat wenig geredet, ist irgendwann einfach gegangen. Nun fragte sie sich, ob er wirklich gegangen war. Am Abend hörte sie wieder das Flüstern. Deutlicher als zuvor. Kein Wind, kein Rauschen. Worte kaum verständlich, aber rhythmisch. Sie kamen nicht von außen, sie kamen von den Wänden, vom Boden, von der Luft selbst. Sie saß auf dem Sofa, eingehüllt in eine Decke, die Kerze vor sich. Die Flamme neigte sich zur Seite, als würde etwas daran vorbeigehen. Das Flüstern wurde lauter. Und dann, für einen Moment, hörte sie ihren Namen. Klar, leise, wie ein Hauch. Sie stand auf, ging langsam zur Tür, die zum Flur führte. Dahinter war alles dunkel, kein Licht, keine Bewegung. Aber der Boden war kälter als zuvor, die Luft dichter. In dieser Nacht schlief sie nicht. Sie lag wach, lauschte den Geräuschen, zählte die Sekunden zwischen den Schatten. Irgendwann wurde es still, unnatürlich still. Nicht einmal das Haus selbst atmete mehr. Am nächsten Morgen war das Fenster im Schlafzimmer verschlossen, nicht verriegelt, sondern zugemauert, von innen, als hätte jemand in der Nacht gearbeitet. Der Putz war frisch, die Farbe noch feucht. Clara wich zurück, stieß gegen das Bett. Ihr Herz raste. Sie wusste, dass sie allein war, und doch war da jemand. Sie rannte nach unten, öffnete alle Fenster, riss Türen auf, als könnte sie etwas hinauslassen. Doch draußen war der Nebel dichter denn je, weiß, fast silbern, wie ein lebendiges Wesen. Es kroch an den Scheiben hoch, blieb dort, reglos. Im Wohnzimmer lag eine neue Zeichnung, auf dem Boden neben dem Kamin. Sie zeigte das Haus aus der Vogelperspektive. Doch diesmal war in der Mitte ein dunkler Kreis gezeichnet, genau dort, wo der Keller lag. Clara nahm die Zeichnung, starrte sie an. Ihr war, als würde sich der Kreis bewegen. Nicht sichtbar, nicht wirklich. Aber ihr Verstand sagte ihr, dass dort etwas war. Etwas, das wartete. Am Abend stellte sie sich wieder an das Fenster, sah in die Dunkelheit. Hinter ihr brannte die Kerze, flackerte ruhig. Doch plötzlich veränderte sich das Licht. Es wurde länger, als würde jemand daneben stehen. Sie drehte sich langsam um. Nichts, nur ihr Schatten und ein weiterer, größer, still. Dann war alles wie zuvor. Am nächsten Morgen war der Nebel nicht mehr nur draußen. Er war ins Haus gekrochen, wie ein stummer Gast, der sich unbemerkt eingeschlichen hatte. Er hing tief über dem Boden, bewegte sich kaum, als wolle er sich verbergen. Clara ging barfuß über die kalten Dielen, spürte die Feuchtigkeit an ihren Knöcheln. Der Nebel roch nach altem Papier und nassem Stein. Schwer und süßlich. Im Spiegel des Flurs war ihr Spiegelbild leicht verzerrt. Nicht so sehr, dass man es sofort bemerkte, aber genug, um einen zweiten Blick zu riskieren. Ihr Blick war starrer, die Haut blasser, als würde das Haus ihr Stück für Stück etwas entziehen. Etwas, das man nicht benennen konnte, aber spürte. Clara verbrachte den Vormittag damit, alle Fenster zu öffnen, alle Türen zu entriegeln, so als könnte frische Luft die Dinge wieder gerade rücken. Doch der Nebel wich nicht. Er war nun Teil des Hauses geworden, so wie der Staub in den Ritzen und das Knarren der Treppen. Sie kehrte zurück in den Keller, diesmal mit einer Taschenlampe. Die Kerze hatte ihr in der letzten Nacht nicht genug Sicherheit gegeben. Das Licht des Strahls schnitt durch die Dunkelheit, aber es wirkte schwächer als gewöhnlich. Als würde die Dunkelheit hier anders reagieren, dichter, lebendiger. Die geheimnisvolle Tür war noch da, immer noch ohne Griff. Doch diesmal lag etwas davor, ein kleiner runder Stein, glatt, schwarz wie aus Glas. Clara hob ihn auf. Er war schwerer, als er aussah, und in seiner Mitte war ein Riss, dünn und tief. Ohne zu wissen, warum, steckte sie ihn in ihre Jackentasche und trat einen Schritt näher an die Tür heran. Als sie den Spalt berührte, hörte sie wieder das Flüstern. Es war keine Sprache, die sie verstand, aber sie wusste, dass es Worte waren. Worte aus einer Zeit, die vergessen worden war.
Die Tür blieb verschlossen, aber die Luft veränderte sich. Sie wurde wärmer, dichter, fast wie Atem. Clara ging zurück nach oben. Sie brauchte Zeit. Zeit, um zu verstehen, was dieses Haus von ihr wollte oder was es ihr zeigen wollte. Die Truhe auf dem Dachboden war nun wie ein Archiv ihres eigenen Wandels geworden. Sie begann, die Tagebuchseiten in eine Reihenfolge zu bringen, suchte Muster, Hinweise. Ein Eintrag fiel ihr besonders auf. Er war mit dunkler Tinte geschrieben, in einer Schrift, die anders war. Nicht dieselbe Hand wie in den anderen Heften. Der Text war kurz. Wenn das Fenster wieder verschwindet, beginnt der Kreis sich zu schließen. Clara spürte, wie ihr der Atem stockte. Das Fenster im Schlafzimmer war wieder verschwunden, frisch zugemauert. Der Kreis hatte begonnen. Sie nahm den schwarzen Stein aus der Jackentasche, betrachtete ihn bei Tageslicht. Der Riss in der Mitte war nun leuchtend, nicht hell, aber pulsierend, wie ein Herzschlag. Sie legte ihn auf den Tisch, trat zurück und beobachtete ihn. Er bewegte sich nicht, doch die Luft um ihn herum schien zu vibrieren. Am Abend brannte sie zum ersten Mal eine alte Öllampe an, die sie in der Speisekammer gefunden hatte. Das Licht war warm, flackernd, lebendig. Anders als das kalte elektrische Licht, das sie bisher nutzte. Mit der Lampe in der Hand ging sie durch das Haus, Schritt für Schritt. Das Licht warf lange Schatten, doch sie wirkten weniger fremd, eher wie Erinnerungen an etwas Vergessenes. Im Schlafzimmer legte sie sich früh ins Bett, das Licht der Lampe auf dem Nachttisch. Der Stein lag auf der Fensterbank, still. Der Regen hatte wieder begonnen, leise, stetig. Die Tropfen auf dem Fenstersims wirkten wie eine Melodie, gleichmäßig, beruhigend. Doch tief in der Nacht wachte sie auf. Nicht durch ein Geräusch, sondern durch das Fehlen eines solchen. Kein Regen, kein Wind, keine Schatten, nur Stille. Vollständig. Sie setzte sich aufrecht hin. Die Lampe brannte noch, schwächer nun. Der Stein war verschwunden, die Fensterbank leer. Sie suchte das ganze Zimmer ab, dann das ganze Haus. Kein Zeichen vom Stein, kein Geräusch, kein Flüstern. Doch im Flur lag etwas auf dem Boden, eine getrocknete Blume, schwarz zerbrechlich wie aus Asche geformt. Am nächsten Tag war der Nebel verschwunden. Die Sonne schien matt durch die Fenster und für einen Moment wirkte alles fast normal. Clara frühstückte am Fenster, hörte dem Zwitschern der Vögel zu, die plötzlich zurückgekehrt waren. Es fühlte sich an wie eine Atempause. Doch sie wusste, es war nur die Ruhe vor etwas Größerem. Im Dorf begegnete sie einer alten Frau, die ihr zum ersten Mal direkt in die Augen sah. Bisher hatte niemand lange mit ihr gesprochen. Doch heute blieb die Frau stehen, sah sie an und sagte nur: „Das Haus erinnert sich." Clara wollte nachfragen, doch die Frau ging weiter, ohne sich umzudrehen. Sie blieb zurück mit einem Kloß im Hals, einer Frage ohne Antwort. Zu Hause angekommen, fand sie eine neue Seite im Tagebuch. Es war nicht möglich. Sie hatte die Seiten selbst geordnet, jede einzelne gekennzeichnet. Diese hier war neu. Die Tinte war noch feucht und die Worte: „Der Kreis kennt kein Ende." Nur Übergänge. In dieser Nacht träumte sie. Kein normaler Traum, sondern einer dieser Träume, die sich wie Erinnerungen anfühlen. Sie war im Keller, aber der Raum war größer. Die Wände lebten, nicht sichtbar, aber spürbar. Und in der Mitte stand sie selbst oder jemand, der ihr sehr ähnlich sah. Die Gestalt hielt den schwarzen Stein in der Hand, aber der Riss war nun ein Spalt. Dahinter Licht. Nicht hell, sondern tief wie flüssiges Gold. Als sie aufwachte, lag der Stein wieder auf dem Nachttisch. Der Riss war geschlossen, die Oberfläche glatt. Sie wusste, dass sie nun bereit war, die Tür im Keller zu öffnen. Der Morgen begann grau. Nicht durch Nebel oder Regen, sondern durch eine seltsame Lichtlosigkeit, die von innen zu kommen schien. Clara stand früh auf, ohne geweckt worden zu sein. Es war, als hätte etwas in ihr beschlossen, dass dieser Tag ein anderer sein würde. Ein Tag, an dem die Dinge eine neue Richtung nahmen. Der Stein auf dem Nachttisch war kühl, glatt, und doch spürte sie ein leises Vibrieren, als sie ihn aufhob. Sie legte ihn nicht in die Tasche, sondern hielt ihn in der Hand, als wolle sie sich durch ihn mit dem Haus verbinden. Jeder Schritt durch den Flur knarrte ein wenig mehr als sonst, als würde das Haus aufhorchen. Im Keller roch es diesmal nach Erde, feucht, alt, lebendig. Die Luft war dicker als sonst, schwer von etwas Unsichtbarem. Als Clara vor der geheimnisvollen Tür stand, fühlte sie keinen Zweifel mehr. Die Angst war nicht verschwunden, aber sie hatte sich verwandelt in Entschlossenheit. Sie berührte die Oberfläche der Tür mit der freien Hand, während sie den Stein in der anderen festhielt. Der Riss im Stein leuchtete auf, ganz still wie ein geöffnetes Auge. Und dann, lautlos, öffnete sich die Tür nach innen. Kein Knarren, kein Widerstand, nur Dunkelheit.
Ein schmaler Gang lag dahinter, in Fels gehauen, feucht, kalt. Clara trat ein. Die Luft war still, aber nicht leblos. Sie war gefüllt mit einem Summen, das nicht aus einer Richtung zu kommen schien. Es vibrierte im Brustkorb, im Schädel, im Boden unter ihren Füßen. Die Lampe in ihrer Hand warf zitterndes Licht an die Wände, die mit Zeichen bedeckt waren. Keine Schrift, keine Symbole, sondern Muster, die sich beim Hinsehen bewegten. Je länger sie schaute, desto mehr schien sie Geschichten zu erzählen. Ohne Worte, aber voller Bedeutung. Nach einigen Metern weitete sich der Gang zu einem Raum. Rund, gewölbt, mit Wänden aus schwarzem Stein. In der Mitte ein niedriger Sockel, auf dem eine Uhr stand. Keine gewöhnliche Uhr, sondern ein Objekt, das mehr zu atmen als zu ticken schien. Die Zeiger bewegten sich nicht gleichmäßig, sondern ruckartig, sprangen zurück, drehten sich im Kreis. Keine Zahlen, nur feine Linien, die sich ständig veränderten. Clara näherte sich langsam. Der Stein in ihrer Hand wurde wärmer. Als sie den Sockel erreichte, hörte das Summen auf. Absolute Stille. Die Art von Stille, die fast schmerzt. Dann plötzlich ein Ton, ein einziges tiefes Geräusch wie ein Gong unter Wasser. Die Uhr begann in dunklem Gold zu glimmen. Clara verstand, dass dies kein Ort der Vergangenheit war, auch keiner der Zukunft. Es war ein Übergang. Ein Raum zwischen Momenten, zwischen Gedanken, zwischen dem, was gewesen war und dem, was kommen sollte. Sie sah Bilder vor sich, nicht mit den Augen, sondern im Inneren. Erinnerungen, die nicht ihre waren. Ein Kind, das in einem Garten mit Steinen spielte. Eine Frau, die bei Kerzenlicht in einem Tagebuch schrieb. Ein Mann, der die Tür im Keller verschloss und flüsterte, nicht jetzt. Diese Fragmente fügten sich nicht zu einer Geschichte zusammen, aber sie bildeten ein Netz. Und Clara war nun Teil davon. Sie wusste nicht, wie lange sie dort gestanden hatte. Minuten, Stunden, Zeit hatte hier keine Bedeutung. Nur Bewegung. Als sie sich schließlich vom Sockel löste, war der Stein in ihrer Hand schwarz geworden, ganz ohne Licht. Sie verließ den Raum Schritt für Schritt, als würde sie aus einem Traum erwachen. Der Gang war derselbe, aber anders. Die Muster an den Wänden bewegten sich nun nicht mehr, sie waren erstarrt wie Erinnerungen, die zu Staub geworden waren. Zurück im Keller fühlte sie die Luft wieder. Schwer, aber vertraut. Die Tür hinter ihr schloss sich lautlos. Kein Widerstand, keine Geste, sie war zurück. Oben im Haus war alles still, kein Regen, kein Wind. Das Licht fiel weich durch die Fenster, golden und warm. Die Schatten lagen ruhig auf dem Boden, bewegten sich nicht. Doch das Haus hatte sich verändert. Es atmete anders, offener. Clara setzte sich an den Küchentisch, legte den dunklen Stein in eine leere Schale. Er blieb regungslos. Die Seiten des Tagebuchs, das aufgeschlagen vor ihr lag, waren leer, ganz plötzlich. Alles, was sie gelesen hatte, war verschwunden. Nur eine Zeile am unteren Rand der letzten Seite blieb. Du bist jetzt Teil der Erinnerung. Sie fühlte keinen Schreck, keine Traurigkeit. Nur eine tiefe Ruhe, wie nach einem langen Spaziergang im Regen, wenn man nach Hause kommt und den Mantel auszieht. In den nächsten Tagen veränderte sich die Zeit. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Clara stand auf, ging durch das Dorf, sprach mit den Leuten. Manche schauten sie länger an als sonst, als würden sie sich erinnern, obwohl sie nichts sagten. Die Frau vom Markt schenkte ihr einen getrockneten Lavendelstrauß. Der Bäcker legte ihr ein zusätzliches Stück Kuchen in die Tüte. Alles still, alles freundlich. Und doch war da ein leises Wissen in ihren Blicken. Jeden Abend zündete Clara die Öllampe an. Sie saß im Wohnzimmer, las alte Bücher, hörte dem Wind zu, der um das Haus spielte. Sie schlief besser, träumte mehr. Und immer wieder kam der Keller in ihren Träumen vor. Doch nicht bedrohlich. Eher wie eine Erinnerung, die man nicht vergessen sollte. Einmal fand sie auf dem Dachboden ein altes Foto. Es zeigte das Haus, lange bevor es ihr gehörte. 3 Menschen standen davor. 2 Männer, eine Frau. Die Frau trug ein Medaillon. Es war dasselbe, das Clara im Schrank gefunden hatte, als sie eingezogen war. Ohne zu wissen, warum, hatte sie es behalten. Jetzt wusste sie, dass es nicht zufällig gewesen war. Die Tage wurden kürzer, das Licht weicher. Der Herbst nahm das Dorf in seine Arme mit seinen Gerüchen nach feuchtem Laub und brennendem Holz. Und Clara ging jeden Morgen durch den Garten, berührte die alten Steine der Mauer, die das Grundstück umgab. Sie sprach nicht über das, was geschehen war. Es wäre sinnlos gewesen. Denn es war nicht etwas, das man erzählte. Es war etwas, das man spürte. Das Haus hatte sie aufgenommen. Oder vielleicht hatte sie das Haus aufgenommen. Der Stein blieb in der Schale. Dunkel, ruhig.
Manchmal dachte sie, er vibrierte leicht, wenn der Wind besonders stark war, aber vielleicht war es auch nur Einbildung oder Erinnerung. Was Clara nun wusste, manche Orte vergessen nicht und manche Geschichten enden nicht mit einem Schluss, sondern mit einem Übergang. Die Tage flossen ineinander wie Tinte auf nassem Papier. Es gab keine scharfen Kanten mehr zwischen Morgen und Abend, zwischen Traum und Wirklichkeit. Clara bemerkte, dass ihre Wahrnehmung sich veränderte. Geräusche wurden weicher, aber auch bedeutungsvoller. Das Knacken des Holzes im Flur klang nicht mehr zufällig. Es erinnerte sie an Schritte. Die Schatten an der Wand schienen sich nach der Dämmerung langsamer zu bewegen als sonst, als würden sie warten. Sie begann, mehr Zeit im Garten zu verbringen. Nicht nur bei Tageslicht, auch am frühen Abend, wenn die ersten Nebelschleier über die Erde krochen. Der Garten war alt, verwachsen, an manchen Stellen beinahe wild. Zwischen den Büschen entdeckte sie einen vergessenen Pfad, mit flachen Steinen bedeckt, von Moos überwachsen. Er führte in eine Senke hinter dem Haus, wo eine Steinebank und eine alte Kastanie stand. Dort saß sie oft, mit einer Decke über den Schultern und dem Duft von nassem Laub in der Nase. Manchmal hörte sie das entfernte Rufen eines Käuzchens. Und obwohl sie allein war, fühlte sie sich nicht einsam. Es war, als ob die Natur selbst zu ihr sprach, nicht mit Worten, sondern mit Gesten, Geräuschen, Rhythmen. Eines Morgens entdeckte sie eine Reihe kleiner, heller Steine, die über Nacht vor ihrer Tür abgelegt worden waren, sorgfältig, fast rituell angeordnet. Sie nahm sie auf, betrachtete jede Oberfläche. Auf einem war ein winziges Symbol eingeritzt, ein Kreis mit einer Linie in der Mitte. Sie kannte es nicht, aber es fühlte sich vertraut an, wie ein Echo. Clara begann ein neues Notizbuch, nicht um Dinge zu erklären, sondern um sie zu sammeln. Beobachtungen, Träume, Worte, die sie plötzlich in Gedanken hörte, Namen, die ihr nie begegnet waren, Orte, die sie nie besucht hatte, aber deren Bilder sich in ihr formten wie Erinnerungen. In einer dieser Nächte wachte sie auf, ohne zu wissen warum. Draußen regnete es leise, beständig, wie ein Flüstern. Der Strom war ausgefallen, die Uhren blinkten nicht mehr. Sie nahm ihre Lampe, ging langsam die knarrende Treppe hinunter und blieb im Wohnzimmer stehen. Dort lag das Foto vom Dachboden. Es lag nicht mehr im Rahmen, es lag auf dem Tisch, als hätte es jemand dort hingelegt. Neben dem Foto das Medaillon, offen, leer. Sie erinnerte sich genau, das Medaillon war vorher verschlossen gewesen und sie hatte es nie geöffnet bekommen. Jetzt lag es offen da, als hätte es nur gewartet. Drinnen war kein Bild, keine Schrift, nur ein dunkler, runder Abdruck, als hätte dort früher einmal etwas gelegen, vielleicht ein Haar, ein Stück Stoff oder etwas, das keine Form mehr hatte. Im Kamin lag kalte Asche und in dieser Asche Spuren, nicht von Tieren, klein, aber deutlich, als hätte jemand mit Fingern darin gezeichnet. Linien, Bögen, eine Art Spirale. Clara berührte sie nicht. Sie legte die Lampe auf den Boden und setzte sich daneben, betrachtete die Spuren, bis sie sich langsam aufzulösen schienen. Der Regen draußen wurde stärker, schlug gegen die Fenster wie ungeduldige Finger. Am nächsten Morgen war der Strom wieder da, aber das Medaillon blieb offen. Clara trug es nun nicht mehr bei sich. Sie legte es in eine alte Schublade, die sie verschloss. Und dennoch, manchmal glaubte sie, das Klicken des Schlosses nachts zu hören. Immer leise, aber genau dann, wenn der Wind ruhte. In den folgenden Tagen fiel ihr auf, dass das Dorf sich verändert hatte. Nicht sichtbar, nicht greifbar, aber spürbar. Die Gespräche auf dem Markt waren kürzer, die Blicke der Menschen vorsichtiger. Und immer wieder begegnete sie einer alten Frau, die sie nie zuvor gesehen hatte. Klein, mit einem hellgrauen Tuch um den Kopf, einem Korb am Arm, langsamen Schritten. Die Frau sprach nie. Aber jedes Mal, wenn ihre Blicke sich trafen, hatte Clara das Gefühl, etwas verstanden zu haben, ohne zu wissen, was. Eines Abends sah sie die Frau im Garten. Nicht nah, sondern an der Grenze zum Wald, dort, wo die Bäume dichter wurden. Sie stand ganz still, schaute zum Haus. Und dann war sie verschwunden, ohne einen Laut. Clara suchte den ganzen Bereich ab, fand aber keine Spuren, nur einen weiteren Stein, hell, glatt, mit einem eingeritzten Kreuz. Im Notizbuch schrieb sie diesen Fund auf. Daneben zeichnete sie das Symbol. Am Rand notierte sie ein Wort, das ihr in den Sinn kam: Übergang. Sie wusste nicht warum. Im Keller blieb die Tür verschlossen. Sie hatte nicht versucht, sie erneut zu öffnen. Etwas in ihr sagte, dass der Moment vorbei war und dass der Raum dahinter nur einmal wirklich zugänglich war. Aber das Haus erinnerte sich, und sie auch. Immer häufiger hatte sie das Gefühl, dass die Zeit sich dehnte,
dass Minuten länger dauerten, dass der Tag nicht gleichmäßig verging. Die Uhren funktionierten, aber sie glaubte ihnen nicht mehr. Ihre innere Uhr war unruhiger geworden, suchte nach einem anderen Takt. Einmal las sie im alten Tagebuch eine neue Seite, die vorher nicht dagewesen war. Sie war von Hand geschrieben, in derselben Schrift wie die anderen. Und doch anders, schneller, unruhiger. Dort stand: Wenn du anfängst zu hören, wirst du nicht mehr nur sehen. Die Stimmen kommen aus der Erinnerung, nicht aus der Gegenwart. Darunter eine Linie. Und dann nichts mehr. Clara legte das Buch zu. Die Worte begleiteten sie durch den Tag. Sie hörte nun öfter Dinge, die keine Geräusche waren. Gedanken, die nicht ihre waren. Nicht laut, nicht beängstigend, aber eindeutig nicht aus ihr selbst. Sie begann, das Haus als etwas Lebendiges zu sehen, nicht wie ein Wesen, aber wie ein Bewusstsein, ein Speicher. Und sie war nun Teil davon. Die Nebel wurden dichter, die Nächte dunkler. Und in einem dieser dunklen Abende, als sie gerade den Tee aufgoss, hörte sie ein leises Klopfen. Kein Klopfen an der Tür. Es kam aus dem Inneren des Hauses. Dreimal. Dann Stille. Sie stellte die Tasse ab, ging durch den Flur. Die Wände wirkten enger. Oder war es der Schatten? Als sie den Keller erreichte, war die Tür noch immer zu. Doch vor ihr lag etwas, ein Schlüssel, alt, aus Eisen und mit einem geschwungenen Griff. Sie hob ihn nicht auf. Nicht sofort, sondern betrachtete ihn. Seine Oberfläche war rau, aber warm. Er passte zu keiner Tür im Haus, außer einer. Am Abend träumte sie von einer Uhr ohne Zeiger, von einer Tür, die sich in Licht auflöste, und von einer Stimme, die sagte: Die Erinnerung ist der Anfang. Sie wachte ruhig auf. Der Schlüssel lag auf ihrem Nachttisch. Der Schlüssel lag schwer in ihrer Hand, als sie ihn am nächsten Morgen vorsichtig aufhob. Er war kälter als in der Nacht. Das Metall fühlte sich feucht an, als wäre es gerade erst aus dem Erdreich gezogen worden. Clara drehte ihn langsam, betrachtete die feinen Einkerbungen, die unregelmäßig und alt wirkten, als hätte jemand sie von Hand gefeilt. Kein moderner Schlüssel. Kein modernes Schloss. Sie ging durch das Haus, ließ den Schlüssel leise über die Türen gleiten. Er passte nirgends. Nicht zur Eingangstür, nicht zum Schrank im Flur, nicht zu den alten Kommoden. Schließlich blieb nur noch eine Möglichkeit: der Keller. Sie hatte ihn seit Wochen nicht mehr betreten. Die Vorstellung, wieder hinunterzugehen, löste in ihr keine Angst aus, sondern eine seltsame Ruhe. Als wäre es unausweichlich. Der Schlüssel glitt ohne Widerstand ins Schloss der Kellertür. Ein kurzes, gedämpftes Klicken, und die Tür öffnete sich wie von selbst. Die Luft dahinter war kühler als zuvor, aber nicht feucht. Kein muffiger Geruch wie sonst in Kellern, sondern ein Hauch von Erde, altem Holz, vergessenen Räumen. Die Treppe hinunter war in mattes Licht getaucht. Jemand oder etwas hatte dort eine alte Öllampe angezündet, die in einer Nische an der Wand hing. Die Flamme flackerte nicht. Kein Luftzug bewegte sie. Es war, als hielte die Zeit den Atem an. Unten war es nicht dunkel. Der Keller war größer, als sie ihn in Erinnerung hatte. Kein Lagerraum mehr, sondern ein Gewölbe. Der Boden war aus unebenen Steinen und die Wände trugen Spuren von Schriftzeichen, die in die Ziegel geritzt worden waren. Nicht lesbar, keine Sprache, die sie kannte, aber sie wirkten bedeutungsvoll, als wären sie nicht für das Auge gemacht, sondern für das Gedächtnis. In der Mitte des Raumes stand ein Tisch. Kein gewöhnlicher Tisch, sondern ein flacher Steinblock, auf dem ein Tuch lag. Auf dem Tuch ein Buch. Kein altes Tagebuch, sondern ein dickes, in Leder gebundenes Werk mit einem Verschlussband. Daneben lag eine Feder, keine Tinte, nur die Feder. Clara näherte sich langsam, berührte das Buch nicht. Sie spürte die Schwere des Raumes, als wäre er erfüllt mit Erinnerungen, die nicht ihre waren. Gedanken, die dort aufbewahrt wurden, wie Relikte. Ein leises Geräusch, kaum hörbar, ließ sie sich umdrehen. Doch hinter ihr war niemand. Die Tür zum Keller war offen geblieben. Der Lichtschein der Lampe reichte nicht bis zu den Wänden. Alles war still. Und dennoch hatte sich etwas verändert. Die Luft vibrierte. Sie setzte sich auf einen alten Hocker, der neben dem Tisch stand, und betrachtete das Buch. Ihre Finger ruhten auf dem Ledereinband. Er war glatt, aber kühl. Keine Prägung. Kein Titel. Nur eine einfache Linie, die sich wie ein Kreis schloss. Als sie schließlich öffnete, war die erste Seite leer. Die zweite ebenfalls. Aber auf der dritten blasse Schrift kaum sichtbar. Nicht mit Tinte geschrieben, sondern eingeritzt, als hätte jemand sie mit der bloßen Federkielspitze in das Papier gedrückt. Die Worte waren in keiner Sprache fast, die sie verstand. Aber sie erkannte etwas darin. Ein Muster, ein Rhythmus. Und dann ein einzelner Satz in ihrer Sprache.
Nicht jede Tür öffnet sich mit einem Schlüssel. Manche brauchen Erinnerung. Sie verstand nicht, wie dieser Satz dorthin gekommen war. Vielleicht hatte sie ihn selbst geschrieben. Vielleicht war es ihre eigene Handschrift. Aber sie erinnerte sich nicht. In den folgenden Tagen kehrte sie immer wieder in den Keller zurück. Das Buch veränderte sich. Nicht sichtbar, aber jedes Mal, wenn sie es aufschlug, waren neue Worte zu lesen. Immer in derselben eingeritzten Schrift. Immer persönlich. Manchmal Erinnerungen, die sie nie gehabt hatte. Manchmal Gedanken, die sich wie Warnungen anfühlten. Einmal stand da: Wenn du das Vergangene siehst, siehst du dich selbst. Aber nicht so, wie du warst, sondern wie du warst, bevor du wusstest, dass du erinnerst. Clara nahm das Notizbuch mit hinunter, notierte jede Seite aus dem großen Buch, zeichnete die Zeichen von den Wänden ab, studierte die Muster, die sich zu wiederholen schienen. Manche glichen den Symbolen auf den Steinen, die sie im Garten gefunden hatte. Eines Nachmittags, der Wind draußen hatte begonnen, feine Blätter durch die Luft zu wirbeln, fand sie im Garten erneut einen Stein. Diesmal nicht auf der Schwelle, sondern auf der Bank unter der Kastanie. Er war größer als die anderen, glatt, beinahe glänzend. Und auf seiner Oberfläche keine Zeichen, nur ein einzelner Kreis, tief und dunkel wie eingebrannt. Sie legte ihn auf den Tisch im Wohnzimmer, neben das alte Medaillon, das sie aus der Schublade geholt hatte. Das Medaillon schien auf den Stein zu reagieren. Die Kette vibrierte leicht, fast unmerklich. Sie berührte sie nicht, sondern beobachtete, wie das Metall sich bewegte. Nicht durch Luft, sondern durch eine Art Spannung. In der Nacht träumte sie von einem Ort, den sie nie besucht hatte. Ein Haus, noch älter als das ihre. Voller Fenster, aber keines gab den Blick nach außen frei. Die Räume darin waren leer, aber nicht verlassen. An den Wänden hingen Uhren ohne Zeiger. In einem der Zimmer stand ein Spiegel, aber das Glas war blind. Und vor dem Spiegel sie selbst. Oder jemand, der ihr glich. Sie wachte mit dem Gefühl auf, dass der Traum mehr war als nur ein Traum. Eine Erinnerung, die nicht ihr gehörte. Oder eine, die sie vergessen hatte. Der Regen hatte aufgehört, aber der Himmel blieb grau. Die Tage wurden kürzer, das Licht kälter. Und Clara spürte, dass sie sich näherte. Nicht einem Ort, sondern einem Punkt. Etwas würde sich entscheiden. Nicht von ihr, aber durch sie. Im Buch im Keller tauchten keine neuen Seiten mehr auf, aber die bereits gelesenen veränderten sich. Die eingeritzten Worte begannen zu verblassen, wichen neuen Linien, neuen Symbolen. Sie erkannte einige. Andere waren neu. Und auf einer der letzten Seiten stand: Das, was du suchst, sucht dich. Du bist der Spiegel, nicht das Bild. Sie verstand es nicht vollständig, aber sie fühlte es. Die Welt um Clara veränderte sich, obwohl alles still blieb. Die Geräusche im Haus klangen anders. Das Ticken der alten Uhr im Flur hatte einen anderen Rhythmus angenommen, langsamer, schwerer, als würde die Zeit selbst müde werden. Wenn sie durch die Räume ging, schienen die Schatten länger zu verweilen, als würden sie ihr folgen. Nicht wie ein Spiel des Lichts, sondern wie Erinnerungen, die darauf warteten, gesehen zu werden. Im Garten lagen nun jeden Morgen neue Dinge. Ein altes Taschentuch, sauber gefaltet mit eingesticktem Buchstaben M. Eine Haarspange aus dunklem Metall, noch leicht warm in ihrer Hand. Und einmal ein vergilbter Zettel, auf dem nur ein einziger Satz stand, in blasser Handschrift: Sie erinnert sich nicht an uns. Clara bewahrte alles auf in einer Schachtel, die sie unter ihr Bett schob. Sie wollte nichts verlieren, nichts wegwerfen, auch wenn sie nicht wusste, warum. Es fühlte sich an wie Puzzlestücke. Nicht von einer Geschichte, sondern von einem Zustand, einem alten Zustand, der sich langsam wieder zusammensetzte. Der Keller blieb derselbe, aber sie nahm ihn anders wahr. Die Schrift an den Wänden begann zu leuchten, wenn das Licht der Lampe sie traf. Kein helles Leuchten, eher ein Flimmern, als würden die Zeichen atmen. Als würde der Raum wach sein. An einem Abend, der Wind draußen hatte die letzten Blätter von den Bäumen gerissen, entdeckte Clara eine Tür, die ihr zuvor nie aufgefallen war. Nicht im Keller, sondern oben. Im Dachgeschoss, hinter einem Regal mit alten Kartons, das sie nie verschoben hatte. Die Tür war schmal und aus hellem Holz. Kein Schloss, kein Griff. Nur ein Druckpunkt, der sich unter der Handfläche warm anfühlte. Als sie drückte, öffnete sich die Tür lautlos. Dahinter ein kleiner Raum. Fensterlos, staubig, aber nicht verlassen. In der Mitte stand ein einzelner Stuhl und an der Wand hing ein großes, ovales Bild. Kein Gemälde, kein Foto, sondern eine Art Spiegel. Doch sein Glas war nicht glatt, sondern wellig. Er zeigte keine Reflexion, sondern Tiefe. Wenn sie hineinblickte, hatte sie das Gefühl zu fallen.
Sie trat näher, langsam, Schritt für Schritt, bis ihre Stirn fast das Glas berührte. Und dann sah sie etwas. Kein Spiegelbild, sondern eine Szene. Einen Raum, der ihrem ähnlich war, aber nicht derselbe. In diesem Raum lag ein Buch auf dem Boden, offen, und jemand stand davor. Sie konnte das Gesicht nicht sehen, aber sie wusste, dass es sie war, oder jemand, der sie einmal gewesen war. Sie schloss die Tür nicht. Sie ging langsam die Treppe hinunter, nahm die alte Jacke vom Haken, zog sie über und trat hinaus. Der Nebel war dicht, aber nicht kalt. Er umhüllte sie, nahm ihr die Sicht, aber nicht die Orientierung. Ihre Füße führten sie von selbst, nicht zum Wald, nicht zum Fluss, sondern zu einem Ort, den sie nie besucht hatte und doch kannte. Ein Haus, alt, verwachsen, von Efeu bedeckt, die Fenster blind, das Dach schief, aber nicht verfallen. Die Tür stand offen, als hätte jemand auf sie gewartet. Als sie eintrat, fiel kein Licht ein, aber sie sah trotzdem. Der Flur war schmal, rechts ein Tisch mit einer Schale, darin vertrocknete Rosenblätter, links eine Treppe, die nach oben führte. Sie ging nicht hinauf. Ihre Schritte führten sie geradeaus durch einen weiteren Gang in ein Zimmer. Dort ein Kamin, in dem ein leises Glimmen brannte, obwohl niemand ihn entzündet haben konnte. Ein Sessel, in dem eine Decke lag, sorgsam gefaltet, und auf dem kleinen Tisch daneben ein Spiegel, rund mit einem Rahmen aus dunklem Holz. Sie setzte sich nicht. Sie blieb stehen, schaute in den Spiegel und wieder. Kein Bild, kein Gesicht, nur Bewegung, Nebel, Schatten. Und dann ein Ort, ein Keller, ihrer, aber leer, ohne Tisch, ohne Buch, nur die Wände. Und auf den Wänden kein Zeichen. Sie trat zurück, spürte einen Druck in der Brust, als hätte sie einen Teil von sich dort gelassen. Etwas, das ihr nicht gehörte, aber mit ihr verbunden war. Der Rückweg war still, keine Geräusche, kein Wind. Das Haus verschwand hinter ihr im Nebel, als wäre es nie dagewesen. Doch ihre Schuhe waren schmutzig vom feuchten Boden. Und als sie das eigene Haus wieder betrat, hörte sie es, das leise Ticken der Uhr. Wieder anders, schneller, ungeduldiger. In der Nacht regnete es, lange, hart, als würde der Himmel etwas hinunterwaschen wollen. Clara konnte nicht schlafen. Sie lag im Bett, die Augen offen, starrte in die Dunkelheit. Die Schachtel unter dem Bett schien zu pulsieren, als hätte sie ein Eigenleben. Am Morgen war der Regen weg, aber überall lagen Pfützen. Der Garten wirkte fremd, die Farben gedämpft. Und auf dem Gartentisch lag etwas. Ein Foto. Alt, vergilbt, eingerissen am Rand. Es zeigte ein Haus, nicht ihres, das andere. Das, in dem sie gewesen war. Und davor eine Frau. Rückenansicht. Aber sie wusste, dass es sie war. Sie wandte sich ab, ging hinein, setzte sich an den Küchentisch. Der Tee schmeckte nach nichts. Ihre Gedanken wanderten zurück zu dem Spiegel im Dachgeschoss. Sie war seither nicht mehr dort gewesen. Aber sie wusste, dass er noch da war. Und dass er wartete. Als sie später hinaufstieg, war der Raum unverändert. Der Spiegel kalt, aber ruhig. Kein Bild diesmal, kein Flimmern, nur Tiefe. Sie setzte sich auf den Boden gegenüber und wartete. Stunden vergingen. Das Licht hinter dem kleinen Riss in der Wand veränderte sich. Von grau zu gold zu dunkel. Aber sie blieb. Und dann ein leises Flüstern. Nicht laut, nicht direkt, mehr wie ein Gedanke, der nicht ihr eigener war. Kein Wort, nur ein Gefühl. Nähe. Sie stand auf, trat an den Spiegel heran und berührte das Glas. Es fühlte sich warm an. Und zum ersten Mal spürte sie etwas hinter der Oberfläche. Nicht eine andere Welt. Nicht ein Traum, sondern eine Erinnerung. Tief, schwer, voller Staub. Eine Erinnerung, die sie nicht gesucht hatte, aber die sie gefunden hatte. Sie wusste nicht, was sie damit tun sollte, aber sie wusste, dass sie nicht mehr allein war, nicht mit den Dingen, die sie sah, nicht mit den Räumen, die sie durchquerte. Etwas beobachtete sie, aber nicht mit Angst, mit Erwartung. Am nächsten Morgen wirkte alles ruhiger. Das Haus atmete gleichmäßiger, als hätte es die Nacht genutzt, um etwas loszulassen. Clara bewegte sich leise durch die Räume, als wollte sie diesen Zustand nicht stören. Die Geräusche waren vertraut, aber feiner geworden. Das Knarren der Dielen unter ihren Schritten, das Summen der alten Heizkörper, selbst der Wind draußen schien weicher zu wehen. Sie nahm die Schachtel unter dem Bett hervor und legte alles vor sich aus. Die alten Gegenstände lagen stumm auf der Decke, jeder mit seiner eigenen kleinen Geschichte, die sich ihr aber noch immer nicht ganz erschloss. Es war, als würde jedes Stück flüstern, aber in einer Sprache, die sie nur im Halbschlaf verstand. Das Taschentuch roch leicht nach Lavendel. Die Haarspange glänzte im diffusen Licht, das durch das Fenster fiel, und der Zettel mit dem Satz »Sie erinnert sich nicht an uns« war brüchig geworden.
Als Clara ihn erneut in die Hand nahm, löste sich ein kleines Stück vom Rand und fiel zu Boden. Kein Windhauch, kein Zug, nur Zeit. Sie stand auf, öffnete das Fenster. Draußen hatte sich der Nebel erneut gesenkt, dichter als zuvor. Er kroch über den Boden wie ein lebendiges Wesen, bedeckte die Beete, die Hecke, den Weg. Es war, als wolle er das Haus abschirmen, es einhüllen, um etwas festzuhalten oder fernzuhalten. Clara zog sich an und nahm die Schachtel mit. Sie ging nicht in den Garten, nicht in den Keller, sondern wieder ins Dachgeschoss. Der Spiegel empfing sie, als hätte er sie erwartet, ohne Bild, ohne Bewegung, nur Tiefe. Sie setzte sich davor, öffnete die Schachtel und stellte die Gegenstände einzeln davor, wie eine stille Sammlung, ein Altar für etwas, das sie nicht verstand. Dann geschah etwas Seltsames. Der Spiegel begann leicht zu zittern, kaum sichtbar, nur an der Reflexion des Lichts erkennbar. Die Oberfläche blieb dunkel, aber das Zittern wurde stärker. Und plötzlich war es still, vollkommen still, kein Wind, kein Ticken, kein Klang. Und dann ein Bild, kurz wie ein Blitz, ein Zimmer, holzverkleidet, alt, ein Tisch mit einer offenen Mappe und ein Stuhl, auf dem niemand saß. Dann verschwand es wieder. Die Oberfläche wurde wieder glatt, wieder dunkel, aber Clara spürte es. Etwas hatte sich bewegt, nicht nur im Spiegel, in ihr. In den folgenden Tagen veränderte sich ihre Wahrnehmung weiter. Wenn sie durch das Haus ging, hatte sie das Gefühl, dass es lebendig war. Nicht im wörtlichen Sinn, kein Puls, kein Atem, aber eine Präsenz. Die Dinge lagen nicht mehr dort, wo sie abgelegt hatte. Eine Tasse stand plötzlich auf der Fensterbank statt im Regal. Ein Buch lag offen auf dem Tisch, obwohl sie es zugeschlagen hatte. Sie fing an, ein Tagebuch zu führen. Keine langen Texte, nur Sätze, Fragmente, Beobachtungen. Der Spiegel war heute kälter als sonst. Die Uhr hat heute um 3:47 ausgesetzt. Ein Schatten stand heute Nacht vor der Tür, aber es war niemand da. Nachts träumte sie intensiver, nicht erschreckend, aber tief. Träume von Räumen, die sie nicht kannte, aber durchschritt, als wären sie vertraut. Träume von Stimmen, die ihren Namen flüsterten, aber keine Gesichter hatten. Und immer wieder Wasser. Ein See, dunkel und ruhig, Nebel darüber. Und jemand, der am Ufer stand. Eines Abends kurz vor Dämmerung zog sie es wieder zum anderen Haus. Es war, als hätte es sie gerufen. Der Weg war derselbe, aber ihr Schritt zögerte. Etwas in ihr warnte sie, aber etwas anderes trieb sie an. Der Eingang war offen, wie zuvor. Kein Licht, keine Geräusche, nur das leise Knistern des Kamins, obwohl niemand ihn entzündet hatte. Der Spiegel im Salon stand an einem anderen Ort. Er war kleiner, rund, in einem goldenen Rahmen. Clara trat näher. Diesmal kein Bild, aber ein Gefühl. Kälte, Traurigkeit. Und dann ein Klang. Nicht aus dem Spiegel, aus dem Raum. Eine Art Summen. Tief, langsam, fast ein Lied. Und es kam von oben. Sie folgte dem Klang. Die Treppe nach oben knarrte unter ihren Schritten. Der Flur oben war leer. 3 Türen, die mittlere leicht geöffnet. Der Klang kam von dort. Als sie eintrat, sah sie ein Bett. Alt, gemacht. Und auf dem Nachttisch ein weiterer Zettel. Du erinnerst dich langsam. Sie nahm den Zettel, faltete ihn, legte ihn in ihre Jackentasche. Der Klang hatte aufgehört. Stattdessen hörte sie Schritte. Unten. Nicht hastig, gemessen. Sie ging zur Treppe, sah hinunter. Niemand, aber sie wusste, dass da jemand gewesen war. Oder noch war. Sie verließ das Haus nicht in Panik, sondern langsam, mit einer Art Ruhe, die nicht ganz ihre eigene war. Der Nebel war dichter geworden, aber sie fand den Weg zurück. Und als sie in ihr eigenes Haus trat, war das Ticken der Uhr wieder normal. Schnell, fast froh. In der Nacht träumte sie von sich selbst, wie sie an einem See stand, nicht der dunkle, stille See der vergangenen Träume. Ein anderer, heller, vom Morgenlicht beschienen und im Wasser ein Spiegelbild. Nicht ihr jetziges Gesicht, ein jüngeres, lächelnd, mit einer Narbe an der Wange, die sie nicht hatte. Und dann Stille, Tiefe, dunkel. Am nächsten Tag regnete es, ein ruhiger, gleichmäßiger Regen, der die Welt in ein graues Tuch hüllte. Clara saß in der Küche, trank Tee, schrieb in ihr Tagebuch. Nur einen Satz: Etwas erinnert sich an mich. Sie beschloss, in den Keller zu gehen. Seit dem letzten Mal war sie nicht mehr dort gewesen. Die Lampe an der Decke flackerte, als sie eintrat. Die Schrift an den Wänden war noch da, aber verändert, klarer, geordnet, wie eine Nachricht. Sie ging näher heran, es waren keine Worte in ihrer Sprache, aber sie verstand sie trotzdem. Nicht im Kopf, im Bauch. Ein Satz stach hervor. Er war größer, dunkler. Wenn du dich erinnerst, sind wir frei. Clara trat zurück, spürte, wie sich die Luft verdichtete. Nicht unangenehm. Eher wie ein Raum, der auf etwas wartete. Sie ging zur Treppe, stieg langsam wieder hinauf,
verließ den Keller. Die Tür blieb offen. Im Spiegel im Dachgeschoss war nun ein neues Bild zu sehen. Kein Raum, kein Gesicht, sondern eine Bewegung, wie eine Gestalt, die sich durch Nebel bewegte. Kein Ziel, kein Weg, nur Bewegung. Und das Gefühl, dass sie ihr begegnen würde. Bald. In den folgenden Tagen veränderte sich Claras Alltag still und unaufdringlich. Sie sprach kaum noch mit anderen Menschen, verließ das Haus nur selten, mied das Telefon, ignorierte Briefe. Ihre Welt war kleiner geworden, aber zugleich auch tiefer, dichter, geheimnisvoller. Sie beobachtete das Haus, als wäre es ein Wesen mit Gedanken und Stimmungen. Manchmal spürte sie Dankbarkeit in den Wänden, manchmal Trauer. Besonders nachts schien es zu leben. Geräusche waren deutlicher geworden. Schritte, die nicht ihre waren. Türen, die sich öffneten, obwohl sie abgeschlossen gewesen waren. Stimmen, die man nicht verstand, aber fühlte. Clara hatte keine Angst. Nicht mehr. Was zuerst fremd gewesen war, war nun ein Teil von ihr geworden. Oder vielleicht war sie ein Teil davon geworden. Sie wusste es nicht genau. Es spielte auch keine Rolle mehr. Eines Morgens fand sie einen weiteren Zettel. Kein Geräusch hatte sie geweckt, und doch war sie plötzlich wach gewesen, wie durch einen stummen Ruf. Der Zettel lag auf ihrem Schreibtisch, in ihrer eigenen Handschrift, aber sie erinnerte sich nicht daran, ihn geschrieben zu haben. Wenn du bereit bist, geh in den Spiegel. Clara stand lange vor dem Spiegel im Dachgeschoss. Er war nun völlig klar, ohne Nebel, ohne Flackern, keine Bilder, keine Gestalten, nur Tiefe, wie ein ruhiges, dunkles Wasser. Der Rahmen war kühl unter ihren Fingerspitzen. Als sie die Handfläche gegen die Glasfläche legte, fühlte es sich nicht wie Glas an. Es war weich, nachgiebig, wie Wasser. Ein Schritt, zwei. Kein Widerstand. Sie trat hindurch. Die Welt dahinter war nicht dunkel, nicht kalt, nicht leer. Sie war still und warm. Der Nebel war hier golden, nicht grau. Die Luft roch nach altem Papier und feuchter Erde. Und da war ein Flüstern, nicht in ihren Ohren, sondern direkt in ihrem Kopf. Keine Sprache, kein Befehl, nur Erinnerung. Clara erkannte den Ort. Ein Flur, alte Tapeten, ein Fenster mit rissigem Glas, ein Bild an der Wand, schief. Es war nicht ihr Haus, aber es war vertraut. In der Ferne tickte eine Uhr, sie ging weiter. Ihre Schritte machten keinen Lärm. Die Welt hier schien sie zu empfangen wie eine alte Freundin. Und dann stand sie vor einer Tür, die halb offen war. Sie wusste, dass sie hindurchgehen sollte. Sie tat es. Drinnen, ein Raum. Alt, aber nicht verfallen. In der Mitte ein Tisch, auf dem eine Schachtel lag, genau wie die, die unter ihrem Bett gelegen hatte. Daneben ein Spiegel. Klein, oval, mit goldenem Rahmen. Er zeigte ihr Gesicht, aber nicht so, wie sie es kannte. Clara betrachtete sich lange. Ihr Spiegelbild hatte dieselben Augen, dieselben Wangenknochen, aber auch etwas anderes. Eine Tiefe, eine Ruhe und ein leichtes Lächeln, das nicht von ihr kam. Dann sah sie es. Im Spiegel hinter ihr ein Schatten, groß, unklar, bewegte sich nicht, war einfach da. Und sie wusste, ohne sich umzudrehen, dass es jemand war, der gewartet hat, lange, geduldig. Aber sie drehte sich nicht um. Stattdessen griff sie zur Schachtel, öffnete sie. Drinnen nichts, Leere. Und doch fühlte es sich schwer an, als trüge es alles, was sie vergessen hatte. In diesem Moment begann sich der Raum zu verändern. Die Wände zitterten leicht, das Ticken der Uhr wurde schneller. Der Spiegel begann zu flackern. Clara schloss die Augen. Als sie wieder öffnete, lag sie in ihrem Bett. Der Spiegel war verschwunden. Das Haus war still. Kein Wind, kein Ticken, nur ihr Atem. Sie stand auf, ging zum Fenster. Der Nebel war weg, der Himmel war klar, die Bäume still. Sie verließ das Haus, ging den Weg entlang, den sie so oft gegangen war. Aber nichts kam ihr bekannt vor. Kein Nachbar grüßte, kein Auto fuhr vorbei. Die Welt war da, aber ohne sie. Oder besser gesagt, sie war da, aber anders. Als sie an dem anderen Haus ankam, fand sie es verlassen. Nicht im Sinne von leer, sondern im Sinne von nie dagewesen. Kein Dach, keine Tür, nur Wiese. Und ein einzelner Baum, unter dem eine Bank stand. Darauf ein Spiegel. Klein, oval, goldener Rahmen. Clara setzte sich, schaute hinein. Nichts. Keine Reflexion, nur Leere. Und dann, für den Bruchteil einer Sekunde, ein Bild. Eine Frau, jung mit einem Notizbuch in der Hand, stand an einem Fenster, schaute hinaus und lächelte. Dann verschwand alles. Clara saß noch lange dort, ohne Fragen, ohne Angst. Sie erinnerte sich nicht mehr an ihren Namen, aber sie wusste, dass sie angekommen war. Und irgendwo, tief im Haus, das vielleicht nie existiert hatte, begann eine alte Uhr wieder zu schlagen.